Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Und zwar gab es so einen Vorfall in Korea, dass in irgendeiner Fabrik, da arbeiten ja auch sehr viele Ausländer in Korea, ist wieder so ein Corona-Fall ziemlich groß geworden. Die haben sich da gegenseitig viele angesteckt. Leute angesteckt, ja. Genau, und dann hat halt Korea so eine neue Maßnahme ergriffen und gesagt, alle Ausländer, die in Korea arbeiten, sind gezwungen, einen Corona-Test zu machen. Also die mussten dann zu diesen Testzentren gehen. Da wurden dann draußen so Zelte und so aufgebaut, wo man diesen Test machen musste. Und das ging dann wieder durch die ganzen Medien mit Schlagzeile, ist Korea so rassistisch? Bla bla bla. Ich habe es gar nicht verstanden, worum es da überhaupt geht. Dann habe ich mir einen Vlog angeguckt von einem Mädchen, was dort lebt. Die arbeitet dort als Model. Und die hat sich komplett darüber aufgeregt und hat sowas gesagt wie, ja, nur weil ich Ausländerin bin, heißt es jetzt, nur ich kann Corona kriegen. Koreaner kriegen das nicht, aber ich kann das kriegen. Und dann ist die halt zu diesem Testzentrum gegangen. Dann hatte die Frau, die sie dort getestet hat, so ein Dokument vor sich liegen. Und da war halt zum Beispiel nur 2 Optionen, die man ankreuzen konnte. Da war einmal die Option, ich habe Symptome. Und einmal die Option irgendwie... Ich bin Ausländer. Nee, die Option gab es nämlich gar nicht. Nee. Und dann gab es halt noch eine andere Option. Und dann hat sie angeguckt und gefragt, ja, was davon? Und die dann so, ja, nichts. Und dann hat die in roter Schrift einfach nur Ausländer geschrieben, mit so einem Ausrufezeichen. Hat die sowas getan? Oh mein Dann hatte Gott. die so, das ist rassistisch, das geht gar nicht. Ich finde das super unfair. Die meinten einfach, dass nach den Regelungen in Korea müssen die dann auch schreiben, weil diese Maßnahme ja gekommen ist, dann müssen die Ausländer deswegen einfach Ausländer schreiben. Also Genau. ich fand es wirklich nicht schlimm. Ich auch nicht. Aber keine Ahnung, ich finde, die haben zu Großes was davon getan. Aber es hat mich ehrlich gesagt danach erinnert an diesen Fall, wo Corona nur erbrochen ist. Sorry. Ausgebrochen. Wo Corona ausgebrochen ist. Und alle in Deutschen haben die Chinesen so angeschaut und so, ein Chinese, er hat bestimmt Corona. Ja. Also es erinnert mich an den Fall. Und vielleicht die Koreaner, wir haben auch so sofort reagiert, weil die Regierung sagt, ja, Ausländer müssen sich testen lassen, weil die Corona überall verbreiten. Und dann schauen die Koreaner auch so an. Aber allgemein finde ich, wenn dir gesagt wird, mach einen Test, mach einfach einen Test und das wär's. Dann hast du auch keine Probleme mehr danach. Und sie hat halt erzählt, dieses Mädchen, sie hat halt am ersten Tag, wo das rausgekommen ist, diese Maßnahme, ist sie sofort dahin gegangen und hat halt diesen Test gemacht. Und dann war das halt überall in internationalen Schlagzeilen, wo ich mir so denke, was interessiert das jetzt irgendwie die Amerikaner anderen, oder Europäer, was Korea für Gesetze macht? Das hat ja nichts mit uns zu tun. Warum mischen die sich überhaupt ein? Aber wie gesagt, das war so ein riesiges Thema und ein richtiger Skandal. Und dann haben die das rückgängig gemacht in Korea. Die haben dann auf diese negative Kritik reagiert und haben gesagt, okay, jetzt müssen halt nur noch die Leute, die irgendwelche Symptome haben und so sich testen und nicht mehr alle Ausländer, die dort leben. Also was war jetzt die Intention von den Koreanern? Wahrscheinlich wissen die, dass die Koreaner, die sind von klein auf so erzogen, sich an diese ganzen Gesetze zu halten. Und die haben ja Corona wirklich sehr gut im Griff, muss man sagen, in Korea. Die Zahlen sind ja super niedrig. Die einzigen Ausbrüche, die dort waren, waren meistens wegen diesen Sekten. Ja. Also von Anfang an war das ja, weil immer wieder sich Leute in den Kirchen dort versammelt haben und so. Und dadurch ist das so ausgebrochen. Aber an sich, die normale Bevölkerung hält sich ja wirklich an alle Maßnahmen. Und die sind das halt einfach von klein auf gewohnt und die waren sich halt nicht sicher, ob die Ausländer sich auch so sehr daran halten werden. Ich kann schon verstehen, dass in Korea das so ein bisschen negativ gesehen wird, wie sich manche Ausländer dort halt verhalten. Und dass deshalb solche Gesetze dann halt rauskommen. Also ich finde aber auch, Deswegen fand ich es auch nicht schlimm. Genau. Kultur ist anders, deswegen muss man auch irgendwelche Maßnahmen nehmen dann, ne? Eben, und Korea, wie gesagt, ist noch nicht so lange Zeit ein offenes Land und noch nicht so lange haben die Erfahrungen mit Ausländern. Die sind noch in diesem Prozess, das alles herauszufinden. Deshalb habe ich irgendwie nicht verstanden, warum das jetzt so ein riesiges Problem war. Wenn ich jetzt dort als Ausländer gelebt hätte, dann hätte ich halt diesen Test gemacht. Ja, und das wär's. Und fertig. Das Einzige, was ich schlimm fand, und das ist wirklich wahr, ist, dass die
Ausländer, die gesund waren eigentlich, müssten diese Tests machen, da wo die Koreaner kommen mit Symptomen. Und es wurde auch gezeigt, wie die getestet werden. Also eine Frau steht vor einem Glas und da hat sie einfach 2 große Handschuhe, die bis hier kommen. Und mit dem gleichen Handschuh testet sie jede Person. Das war wirklich schlimm, finde ich. Die müssten irgendwie oder sterilisieren jedes Mal oder ein anderes Fenster machen für die Leute, die zum Beispiel ohne Symptome kommen und einfach um sich testen zu lassen. Genau. Also das fand ich schon was anderes. Das war ein großer Fehler, finde ich. Ja, aber stimmt. ansonsten der Fakt, dass die sich testen müssten, das finde ich trotzdem. Ja, und vor allen Dingen, es ging ja darum, dass es eben in so einer Fabrik ausgebrochen ist. Ihr müsst euch vorstellen, in solchen Fabriken, da arbeiten Tausende von Leuten, die nah aneinander stehen und so. Die hatten halt einfach Angst, dass die jetzt wieder Tausende von Infizierten haben und wieder alles geschlossen werden muss in Korea. Weil der Coronavirus hat Korea auch hart getroffen. Also viele Gastronomien haben geschlossen. Ich habe viele Videos gesehen über diese Einkaufszeile in Korea, Myeongdong heißt die, glaube ich, ne? Wo die ganzen Geschäfte sind und so. Da hat auch unglaublich viel komplett zugemacht und viele Läden mussten sich teilweise auch verkleinern. Wenn die mehrere Monate zu haben, können die ja auch irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen. Ne? Ja, wie bei uns hier jetzt gerade. Genau, deshalb muss man, egal ob man jetzt da Staatsbürger ist oder Ausländer, muss man einfach alles dafür tun, um die Situation mit Corona irgendwie in den Griff zu bekommen. Also das ist meine Meinung. Bin komplett derselbe Meinung. Wir wollten einfach euch diese Story erzählen, weil es vielleicht einige nicht mitbekommen haben. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr darüber schon was gehört habt oder nicht. Genau, und eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Findet ihr das rassistisch oder nicht? Ja, das war's mit dem Video. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Likes, Kommentare, Abonnenten, abonnieren und so weiter und so fort. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Dankeschön. Bye.